Insbesondere seit der Corona-Pandemie wollen immer mehr Eltern Deutschland verlassen, weil sie ihre Kinder zu Hause in Eigenverantwortung unterrichten wollen, also homeschoolen oder freilernen möchten und nicht die Kinder der deutschen Schulpflicht aussetzen wollen. Wie du dich dazu meiner Meinung nach am besten rechtlich aufstellst, das will ich dir in diesem Video hier näher bringen. Wir sprechen ja auf diesem Kanal vielfach über das Thema Auswandern, Steuern, steuerliche Vorteile im Ausland, Vermögensschutz. Tatsächlich gibt es aber eine nicht kleine Anzahl von Mandanten, die ins Ausland gehen, spezifisch, weil man in Deutschland nicht homeschoolen darf. Und diese Mandanten möchten nicht ihre Kinder der deutschen Schulpflicht aussetzen, sondern möchten sie in Eigenverantwortung zu Hause unterrichten und dort Homeschooling machen oder freilernen oder wie auch immer. Mittlerweile gibt es ja auch etliche Online-Schulen, wo man seine Kinder hinschicken kann. Es gibt viele Länder, wo Homeschooling erlaubt ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Homeschooling in den meisten Ländern erlaubt ist. Ganz bekannte Beispiele sind zum Beispiel die USA oder in Europa auch Irland. Ich habe übrigens selbst lange homeschoolt. Ich habe ja fast 10 Jahre in den USA gelebt und dort meine Kinder zu Hause unterrichtet. Meine Kinder fanden es genial. Es war eine wunderschöne Zeit. Sie konnten sich später in traditionelle Schulen und auch Universitäten hier integrieren. Ich kann also jedem nur raten, der so etwas mit Ernsthaftigkeit betreiben möchte, denn man muss auf jeden Fall wissen, es ist anstrengend. Es ist auch eine Reise, auf der es viele Frustrationen gibt. Ja, ganz klar Enttäuschung. Man muss es lernen. Es ist nichts etwas, was einfach ist. Viele von euch werden das ja wahrscheinlich auch während der Corona-Epidemie erfahren haben und sich gesagt haben, nein, ich werde es nie machen. Es ist der reine Horror. Finde ich komplett verständlich. Deswegen ist man kein schlechter Mensch. Aber wer sich darauf einlassen möchte, dem kann ich diese Erfahrung nur empfehlen. Mich hat sie sehr bereichert. Ich hoffe, meine Kinder auch, aber ich denke, die würden das Gleiche sagen. Es gibt ja jede Menge Blogs zu dem Thema, auf Englisch natürlich vor allem, aber auch auf Deutsch. Und dort gibt es auch jede Menge Tipps, wie man hier aus der deutschen Schulpflicht rauskommt, indem man auswandert. Ich möchte allerdings hier dir raten, vorsichtig zu sein. Ich würde mich hier nicht einfach nur auf ein Blog verlassen, insbesondere dann, wenn deine Situation hinsichtlich Homeschooling möglicherweise unklar sein könnte, was die deutsche Schulpflicht anbelangt. Was meine ich damit? Also als ich in den USA gewohnt habe, beziehungsweise in England gewohnt habe oder in der Schweiz gewohnt habe, ich habe Deutschland schon 1999 verlassen und habe seitdem nicht mehr in Deutschland gewohnt, war ich in Deutschland wirklich nur gelegentlich zu Besuchszwecken. Also vielleicht mal die Sommerferien dort verbracht, vielleicht mal über Weihnachten ein paar Tage dort gewesen, bei Geburtstagen, Familienfeiern und so weiter und so fort. Ich weiß aber durchaus, dass wir Mandanten haben, die sagen, okay, ich meine, ich bin selbst digitaler Nomade, ich kann arbeiten, wo ich will. Wir gehen zwar offiziell ins Ausland, aber planen dann noch ziemlich viel Zeit in Deutschland zu verbringen. Natürlich wollen wir dort keine Steuerpflicht auslösen. Vielleicht sind wir also insgesamt weniger als 183 Tage da und so weiter und so fort. Du kannst dir ja die Argumentation vorstellen. Du musst das steuerliche Thema rechtlich komplett getrennt von dem schulrechtlichen Thema betrachten, und solltest du vorhaben, dich nach deinem Wegzug, nach deiner Auswanderung auch noch sehr intensiv in Deutschland aufzuhalten, also in der Art und Weise, wie ich es gerade eben beschrieben habe, dann würde ich hier auf jeden Fall Rechtsbeistand suchen. Ich würde mich auf jeden Fall im Vorfeld dazu beraten lassen, dass du weißt, wie du dich hier verhalten musst. Wir kennen hier übrigens einen ziemlich guten Anwalt in Deutschland, der Schulrechtler ist, der sich auf solche Themen spezialisiert. Ich würde sagen, üblicherweise wirst du hier 500 bis 1.000 Euro für eine Beratung und dann auch für eine wasserdichte schriftliche Ausarbeitung bezahlen. Also für jene, die hier ernsthaft ins Ausland wollen und Homeschooling machen wollen, sicherlich kein allzu großer Betrag. Dann hast du auch etwas tatsächlich hier, was du in der Schublade hast und worauf du dich berufen kannst, falls es mal irgendwann zu Problemen kommen sollte. Auf keinen Fall würde ich mich nur auf Blogs verlassen, denn die Situation ist doch in Deutschland tatsächlich komplizierter, als man manchmal denkt. Und die Schulpflicht ist in Deutschland ganz klar eine heilige Kuh. Das heißt, ich würde hier mich nicht auf die Google University, wie man so schön sagt, verlassen.
Nur ein paar Eckpunkte, die dir ja wahrscheinlich schon bekannt sind, vor allen Dingen, wenn du hier eben die einschlägigen Blogs liest. Je nach Bundesland hängt es davon ab, ob die Schulpflicht an der Anmeldung hängt, an der tatsächlichen Anwesenheit oder an beidem. Ja? So, und jetzt kannst du dir die Szenarien vorstellen. Wenn du dich aus Deutschland abmeldest, nicht mehr dort wohnst, kannst du dich 90 Tage am Stück aufhalten, bevor du dich wieder anmelden musst. Im entsprechenden Bundesland würde dann auch hier die Schulpflicht wiederum möglicherweise beginnen damit. Aber selbst die Frage, ob du 90 Tage am Stück in Deutschland sein kannst, ohne dass damit eine Schulpflicht ausgelöst wird, ist ungeklärt und hängt vom Einzelfall ab. Also deswegen, ich würde mich hier unbedingt rechtlich beraten lassen. Auf keinen Fall würde ich dir Szenarien empfehlen, wo du letztlich sagst, gut, im Grunde genommen sind wir hier nur offiziell aus Deutschland weg, aber tatsächlich halten wir uns weiterhin hauptsächlich in Deutschland auf. Das halte ich nicht für eine gute Idee. Ich denke, wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es klug, sich auch dort an die Gesetze zu halten. Und wenn dir eben die Gesetze dort in Deutschland nicht liegen, dann ist eben die Auswanderung tatsächlich die richtige Entscheidung. Denn wie gesagt, in den meisten Ländern ist ja Homeschooling legal. Wobei man auch dort natürlich hier stark aufs Detail schauen muss. Ich hatte vorhin Irland erwähnt. Irland ist sicherlich eins der beliebtesten Länder unserer Mandanten, die Homeschooling betreiben wollen. Selbst in den USA aber sind die einzelnen Regelungen hier von Bundesstaat zu Bundesstaat abhängig. Und es gibt eben Bundesstaaten, wo man hier sehr liberal und im Sinne der Homeschooler entscheidet, im Sinne der Eltern entscheidet, aber eben auch andere Staaten, die so richtige Homeschooling-Höllen sind. Auch da muss man also sehr genau darauf achten, in welchem Bundesstaat man umzieht. Ich habe in Florida und in Texas gelebt. In beiden Staaten war es eigentlich ziemlich okay. Kann man sagen, Texas auf jeden Fall noch mehr natürlich als in Florida. So, und damit bin ich schon am Ende angelangt. Wie gesagt, 3 Ratschläge habe ich für dich. Erstens, lass dich beraten in Deutschland hier durch einen qualifizierten Anwalt, der sich mit dem Thema Schulrecht auskennt, insbesondere dann, wenn du planst, sehr viel Zeit in Deutschland zu verbringen oder auch wenn man so ein Setup macht, wo sich eins der Elternteile aus Deutschland mit den Kindern abmeldet, aber der andere Elternteil nach wie vor in Deutschland bleibt. Zweitens, wenn du nicht vorhast, Deutschland wirklich zu verlassen, dann würde ich die Idee mit dem Homeschooling verwerfen. Ich würde hier kein Schein-Setup bauen. Das ist meiner Meinung nach sehr riskant. Und der dritte Tipp, informiere dich natürlich auch hinsichtlich des Ziellandes, wohin du auswandern möchtest. Auch dort sind die Regelungen möglicherweise komplizierter, als du denkst. Und es bringt ja nichts, vom Regen in die Traufe zu kommen. Also hier von einem sehr schwierigen System in Deutschland dann in ein auch schwieriges System im Ausland zu kommen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Homeschooling-Reise mit deinen Kindern. Wie gesagt, ich kann nur jeden ermutigen, das einmal auszuprobieren. Zwangsweise haben wir es natürlich hier während der Pandemie vielfach ausprobieren müssen. Wenn dich das nicht abgeschreckt hat, dann kann man davon ausgehen, dass du ein erfolgreicher Homeschooler sein wirst. Dabei wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Wenn du generell zum Thema Auswandern, Steuern im Ausland und auch richtige Abmeldung in Deutschland Beratung benötigst, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch mit mir zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sie steuerlich optimiert aufzustellen oder eben auch ihre neue Heimat als Homeschooler zu finden. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.